bemerkenswerte Outfits, einzigartige Musikvideos und interessante Texte. Heute geht es um Stromae. Paul van Hava wuchs in Belgien auf und ist unter dem Namen Stromae weltweit bekannt geworden. Doch was macht Stromae so besonders und wie steht er selbst zu seiner Musik? Auf der Suche nach Stromaes Stärken habe ich mich genauer mit seinem letzten Album Racine Carrée beschäftigt und mir ist ein Punkt besonders ins Auge gefallen. Die meisten von Stromaes Videos und Songs weisen ein Merkmal auf, und zwar die Mehrdeutigkeit. Stromae zeigt uns nicht nur eine Perspektive, sondern meist mehrere und das auf verschiedene Art und Weise. Im Video Tous les Mêmes aus dem Jahre 2013 wird dies besonders deutlich. Stromae zeigt zwei verschiedene Perspektiven, in diesem Fall die eines Mannes und einer Frau. Grünes Licht stellt hierbei die männlichen Stereotypen dar und pinkes Licht die weiblichen. Das Spiel mit den Farben und dem Licht ist nicht nur zeitweise präsent, sondern durchgängig im Video wiederzuerkennen. Das Video arbeitet sorgfältig mit Motiven und versucht in jeder Szene konsistent zu bleiben. Seien es kleine Details wie das Essen auf dem Tisch oder auffälligere Merkmale wie sein Haarschnitt, der zur Hälfte einem männlichen Haarschnitt ähnelt und zur anderen der einer Frau. Sogar die Gesichtsausdrücke und die Tänze passen sich an die Motive an. Ist Stromae gerade eine Frau, so sind die Tanzbewegungen relativ weich und geschmeidig. Wechselt er wieder zu einem Mann, so wird der Tanz und der Gesichtsausdruck sofort aggressiver. In Tous les Mêmes erkennen wir die Mehrdeutigkeiten relativ schnell. Allerdings baut Stromae diese auch auf andere Art und Weise ein. Beispielsweise handelt das Lied Papa Oute über Stromaes innere Suche nach seinem Vater. Durch den Song hinweg fragt er sich, wie man zu einem Vater wird und welche Eigenschaften man mitbringen muss, um einer zu sein. Ein relativ trauriges Motiv. Das Motiv ist zwar traurig, die Klänge und die visuellen Eindrücke regen allerdings zum Tanzen an. Eine weitere Mehrdeutigkeit ist also der Kontrast zwischen den Texten und dem visuellen bzw. des Klanges. Exakt diese Mehrdeutigkeit findet man auch in weiteren Liedern wieder. Die Mehrdeutigkeit findet man auch in seinem Namen wieder. Stromae ist ein Anagramm von Maestro. Zudem heißt sein Label Mozert, welches auch ein Anagramm von Stromae ist. Er selbst wuchs unter verschiedensten Einflüssen auf. Als Sohn einer Belgierin, die in den französischen Vororten aufzog, bekam er schon relativ früh die Vielseitigkeit zu spüren und fühlte sich selbst nie wirklich als Belgier. Auch dies wird sicherlich ein Grund dafür sein, warum seine Musik so facettenreich ist. Stromae selbst sagt zudem, dass seine Titel nicht davon handeln, dass alles schlecht sei. Sie handeln aber auch nicht davon, dass alles gut sei. Es ist das Leben. Sowohl die eine als auch die andere Seite soll in seinen Liedern eine Rolle spielen. Stromae scheut sich nicht davor, seine Komfortzone zu verlassen, um Themen anzusprechen, die eventuell nicht jeder hören möchte. Beispielsweise werden Themen wie Depression, Krebs, Sexualität und der Einfluss von sozialen Medien angesprochen, allerdings werden diese auf seine ganz eigene Art und Weise verpackt. Die Texte sind meist traurig, das Video ist tiefsinnig und der Klang regt oft zum Tanzen an. Eine Kombination, die nicht so einfach herzustellen ist, aber dennoch die größte Stärke von Stromae darstellt. Denn auch ohne den Text zu verstehen, können wir ihn fühlen. Ein weiteres bemerkenswertes Video ist Cancer, ein Song, der um Krebs und die Angst vor Krebs handelt, ein sensibles Thema. Das Video beginnt mit Stromae auf einer Bühne. Er selbst inszeniert durch seine Hände am eigenen Körper den Krebs seiner Eltern. Ein Symbol dafür, dass der Krebs von innen entsteht und sich nach außen ausbreitet. Sobald deutlich wird, dass es um Krebs geht, sehen wir Stromae umgeben von Strukturen, die so wirken, als hätten sie ein Bewusstsein. Stromae versucht ihnen zu entfliehen und tanzt ängstlich und vorsichtig über die Bühne. Es scheint die Angst vor dem Krebs darzustellen, das ständige Bangen darum, wer als nächstes drankommen könnte. Ein Totentanz. Die Kamera schwenkt zu den Sitzplätzen und man sieht, wie die Struktur bzw. der Krebs den Raum übernimmt und schließlich auch bei ihm zuschlägt. Eine Art Seele von Stromae tritt aus seinem Körper und gelangt nach oben. Die Kamera fährt durch ein Gewölbe der Struktur und wir nehmen viele weitere Seelen wahr, die von dieser Struktur erfasst worden sind. Stromae spricht genau wie in Tous les Mêmes auch hier ein sensibles Thema an. Vor allem die Tänze aus den Videos lassen sich in der Figur Stromae immer wiederfinden. Die außergewöhnlichen Bewegungen hinterlassen Eindruck beim Zuschauer und wirken teilweise durchdacht, teilweise willkürlich, aber immer passend.
Zudem wird sehr viel mit seinem eigenen Körper gearbeitet. Vor allem seine große und sehr dünne Statur geben ihm viel Spielraum. In vielen Videos steht sein Körper rein choreografisch im Mittelpunkt und verkörpert das Gesagte. Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich bei Stromae durch und durch um einen Künstler handelt. Das Album Racine Carrée, was übersetzt Quadratwurzel heißt, beschäftigt sich mit Stromaes Identität und seinen Wurzeln. Die Energie und Mühe, die in jedes Lied und Video gesteckt wurde, sucht heutzutage seinesgleichen und hebt sich definitiv von der Masse ab. Stromaes größte Stärke ist die Mehrdeutigkeit und Vielseitigkeit. Es wird ein breites Spektrum an Themen angesprochen, welche kombiniert werden mit eindrucksvollen Videos. Bemerkenswert bei einem Künstler wie Stromae ist vor allem seine Fähigkeit, in die Charaktere einzutauchen, sei es live oder in den Musikvideos. Stromae erschafft nicht nur tiefsinnige Lieder, sondern baut ein ganzes Konstrukt durch einzigartige Videos auf, um seiner Kunst Ausdruck zu verleihen. Daher sollte man einen Künstler wie ihn nicht nur auf seine Lieder reduzieren, sondern das gesamte Ganze auf einen wirken lassen. Natürlich kann ein solcher Künstler nur schwer in einem kleinen Video abgedeckt werden. Allerdings hoffe ich, euch hat das Video zu Stromae gefallen. Er hat noch etliche weitere Lieder auf dem Album wie Bâtard, Ave Césaria und Formidable, über die man stundenlang reden könnte. Allerdings habe ich mich für dieses Video entschieden, die Videos in den Vordergrund zu rücken, welche die Mehrdeutigkeit besonders betonen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches euer Lieblingslied von ihm ist und was euch noch so aufgefallen ist.